Ich bin unterwegs in Portugal, genau genommen in Setúbal in der Nähe von Lissabon. Da liegt nämlich die Vasco da Gama. Das wunderschöne klassische Kreuzfahrtschiff für Holland America Line mal gebaut. Ist es seit 2021. Für Nico Groß ist unterwegs, kommt ja gerade von einer großen Weltreise zurück. Und der Werftaufenthalt hier in Setúbal dient vor allem dazu, das Schiff ja auf moderne Umweltstandards anzupassen. Auch natürlich in die Lage zu versetzen, moderne Vorschriften, Regularien einzuhalten, also Energieeffizienz, entsprechende Treibstoffe zukünftig verwenden zu können. Es geht zum Beispiel um Biotreibstoffe, die man hier in den alten Motoren dann auch eben verwenden kann, um entsprechend niedrige Emissionswerte, gerade auch im CO2-Bereich zu haben, wo ja die Regularien bei der EU und auch in der IMO, also international ab 2028 voraussichtlich noch deutlich strenger werden. Und natürlich soll dieses Schiff noch 10, 15 Jahre lang fahren können. Und dafür macht Nico Großes, macht Mystic Ocean die Vasco da Gama gerade hier in der Werft fit. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wir gehen ein bisschen in den Maschinenraum, gucken mal, was man davon dann eben auch in dem Video zeigen kann. Vieles davon ist natürlich sehr technisch, gerade so der komplette Austausch des Power-Managements, des Elektromanagements für die dieselelektrischen Antrieb. Da kann man wenig zeigen. Das sind einfach unendlich viele Kilometer Kabel, die hier neu verlegt werden, ganze technische Anlagen, die ausgetauscht werden, ganz viel Computerprogrammierung, die da stattfinden muss. Aber wir gehen einfach mal in den Maschinenraum, in die Bereiche und gucken, was man da auch im Video angucken kann. Kommt mit, ich zeige es euch. So this stick and this stick is called autopilot. Yeah? So this autopilot is not a fully integrated, despite that we can use as a fully integrated autopilot, but we are not using that. Yeah? Still the brain of this young gentleman there, so he's giving the instructions to the autopilot, and then the autopilot is following the vessel steering wise. Yeah? So this is what is happening with the cherry picker, the cable and car passing just below here. We have, after we must have electrical chain block, which we must align the cables and to insert the plugs one by one. As soon as all of the plugs are safety, there are some, as you see, some safety switches here, which if the plug is connected correctly, we receive the signal that everything is okay.
Ja, hier stehen wir jetzt vor der im Grunde spannendsten Anlage, die Nico Großes auf der Vasco da Gama neu einbaut. Das ist nämlich eine Anlage hier, die Treibstoff mischen kann. Das heißt, das Schiff hat hier direkt oben drunter Tanks, das eine mit 100% Biodiesel und einen separaten Tank mit MGO, also klassischem Fossildiesel. Und diese Anlage kann diese beiden Kraftstoffe dann in dem jeweils nötigen Verhältnis mischen. Da kommt es natürlich erstmal darauf an, was der Maschinenhersteller schon freigegeben hat, an wie hoch der Biodieselanteil sein darf, dass die Maschine damit zurechtkommt. Letztendlich geht es aber mit der Anlage natürlich darum, einen Diesel, einen Kraftstoff zu mischen, der die entsprechenden Umweltanforderungen erfüllt, das heißt entsprechend wenig CO2-Ausstoß produziert. Und die Anlage kann eben genau die richtigen Verhältnisse mischen, die dafür dann nötig sein werden. Also ein ganz, ganz spannendes Upgrade für dieses Schiff, das ja 34 Jahre alt eben nicht für sowas gebaut ist, sondern eigentlich mit Schwerölfuhr am Anfang, jetzt aber neue Umweltanforderungen erfüllen muss. Und genau mit der Anlage will Nico Großes das erreichen. Wir sind im Maschinenkontrollraum hier, ein Ort, wo man natürlich normalerweise fast nicht hinkommt im laufenden Betrieb von dem Schiff. In der Werft ist das viel einfacher, auch wenn hier gerade richtig viel los ist, denn es wird ja zum Beispiel eben das ganze Power-Management-System vollständig erneuert auf dem Schiff und da läuft hier ganz viel zusammen. Aber von hier aus wird zum Beispiel eben auch die Landstromanlage gesteuert. Ja, also es ist im Grunde das technische Herz des Schiffs. Wenn man so den Chief Engineer fragt, würde er sagen, der wichtigste Ort auf dem Schiff. Wenn man den Kapitän fragt, sagt er natürlich, die Brücke ist der wichtigste Ort. Ich denke, die Brücke und der Maschinenkontrollraum zusammen, das sind die beiden entscheidenden Punkte auf einem Kreuzfahrtschiff, wenn es um den Betrieb des Schiffs geht. Ja, und wir schauen uns jetzt einfach noch ein kleines bisschen um hier. Es wird natürlich gearbeitet, es sind ganz viele offene Stellen, es liegen ganz viele Kabel rum, so wie das in der Werft eben ist, wenn komplett neue Systeme installiert werden. This was like a big spaghetti, cables up to here, and I said, Mamma mia, how they are going to identify it? But they managed to identify one by one to test the signals with the proper equipment to simulate the signals and test the signals. They have been working very hard. An vielen Stellen fühlt sich die Vasco da Gama jetzt hier so in der Werft, also im Bauzustand, im Baustellenzustand schon wenig wie so ein Lost Place an Land an. Ganz viel Möbel natürlich abgedeckt, um sie zu schützen während der Bauarbeiten. Aber es gibt auch Ecken, die, ja, kann man eigentlich genauso in den Kreuzfahrtbetrieb geben, wie zum Beispiel diese wunderschöne Prachttreppe, die wir hier im Theater der Vasco da Gama haben. Und ich zeige euch jetzt einfach nochmal so ein paar Impressionen, Bilder, damit ihr auch einen Eindruck bekommt, wie die Vasco da Gama normalerweise aussieht. Und verzeiht mir, man muss natürlich von dem einen oder anderen Müllsack, am Boden liegenden Abwasserrohren oder Regenrinnen, die zum Beispiel ausgetauscht worden sind, abgedeckten Möbel, Plastikplanen absehen. Aber ich glaube, eure Vorstellungskraft reicht, um anhand der Bilder, die ich euch jetzt so ein bisschen ausschnitthaft, highlightartig zeige, zu sehen, wie hübsch, wie schön dieses Schiff ist. Mir gefällt die Vasco da Gama nämlich wirklich gut.
viel also von der Vasco da Gama aus der Werft hier in Setúbal in Portugal, wo Mystic Ocean, die Muttergesellschaft von Nico Cruises, ja, dem Schiff doch ein ziemlich großes technisches Upgrade vor allem gegeben hat. Ich habe es am Anfang schon so ein bisschen erklärt, vor allem diese Mischanlage für Treibstoff, damit man Biodiesel mit traditionellem Marinediesel mischen kann, um CO2-Ausstoßanforderungen erfüllen zu können, die ja die Regularien bei der EU und auch bei international bei der IMO immer strenger werden. Und ich persönlich finde das Schiff so schön, auch wenn es 1991 gebaut, schon ziemlich alt ist, aber zum einen ja regelmäßig renoviert wird und zum anderen eben es wirklich schön wäre, wenn so ein tolles Schiff noch länger fahren könnte. 10, 15 Jahre, glaube ich, kann sie auf jeden Fall noch machen. Und das, was Nico Cruises jetzt hier eingebaut hat, auch eine Landstromanlage, kann dann einfach die Regularien erfüllen, damit das Schiff so viele Jahre noch weiter fahren kann. Schaut mal bei cruistricks.de rein, da gibt es natürlich ein ausführliches Porträt bzw. ein Bericht hier von dem Werftbesuch, da könnt ihr nochmal genau nachlesen, was Nico Cruises alles modernisiert, aktualisiert, neu eingebaut hat auf der Vasco da Gama. Das ist ganz spannend, auch nochmal mit Fotos aus den einzelnen Bereichen. Ansonsten würde ich euch bitten, abonniert den YouTube-Kanal, damit ihr solche Videos in der Zukunft nicht verpasst. Liked dieses Video, damit auch andere möglichst aufmerksam werden auf das Video, denn ich finde diese Einblicke hinter die Kulissen einfach immer wieder wahnsinnig spannend. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Franz Neumeier, cruistricks.de.